Kollegin auch nicht? Nee. Heißt irgendwie das ganze Büro einlädt, ist eigentlich untypisch. Siapa aja sih yang kalian undang dan berapa orang yang kalian undang? Kalian udah pasti tahu kan kalau di Indonesia itu biasanya orang mengundang ribuan, ratusan sampai ribuan orang dalam pesta pernikahan. Nah, bagaimana dengan orang Jerman? Sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas perbedaan antara Bekannte, kenalan, teman, kumpul, dan kolega atau rekan kerja. Beberapa kategori itu, siapa sih yang diundang orang Jerman? Kita lihat ya jawaban mereka, jangan di skip videonya, oke? Ich denke, ich Aber würde... Facebook-Freunde auf keinen Fall. Nee, Facebook-Freunde nicht, wobei ich doch schon die meisten Facebook-Freunde auch schon kenne, würde ich sagen. Aber ich würde dann nicht alle Facebook-Freunde. Ich glaube, ich würde wirklich nur enge Freunde, vielleicht noch ein paar Bekannte und Familie. Eigentlich hat man nur die einen wirklich im Herzen. Ah. Also, wo man sagt, die kenne ich auch noch in 20, 30 Jahren. Oder es ist auch eine gute Gelegenheit, mal Freunde wieder einzuladen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, wo man aber weiß, man wird immer mit denen verbunden sein, egal wie häufig man sich sieht. Also da will man wirklich die Leute unter sich haben, die man gerne möchte. Unterschiedlich, ich glaube, es gibt welche feiern sehr, sehr groß und würden wirklich Freunde, Bekannte, alle einladen. Wenn ich persönlich einladen würde, dann würde ich im kleineren Kreis haben. Bei der Hochzeit, also Freunde, vielleicht ein paar Bekannte, ein paar Arbeitskollegen. Aber zum Beispiel meinen Arbeitskollegen will ich jetzt nicht jeden einladen, sondern das müsste schon jemand sein, mit dem ich mich dann besser verstehe. Bekannte auch, aber dann schon ein bisschen engere Bekannte, ja. Also ich wüsste nicht, ob ich meinen Chef einladen würde. Ich glaube, ich kommt auch immer darauf an, wie gut man sich versteht mit seinem Chef und ob man den dann auf der Hochzeit haben möchte. Das habe ich auch gemacht. Ich habe von meinem Mann ein bisschen selektiert, die Verwandtenliste, und habe wirklich nur die eingeladen, die ich da haben möchte. Und habe zum Beispiel eine Cousine nicht eingeladen, die ich nicht so gern mochte. Obwohl es Familie, weil Indonesia Geht das nicht, ja. Ja, genau. In Deutschland, klar, derjenige wird eventuell nicht so begeistert sein, aber es geht um den Braut und den Bräutigam. Und da muss man sich einfach mal... In Indonesien nicht, das geht in die Eltern. Ja, genau. Ja. Keine Kreis, so nur Familie, Freunde, Menschen, die mir persönlich wichtig sind, am Herzen sind, die ich halt an so einem schönen Tag dabei habe. Kollegin auch nicht? Nee. Aber ich glaube generell, dass deutsche Hochzeiten vielleicht nicht so ausufernd sind dann wie Hochzeiten in Indonesien. Ja, genau. Vom Gefühl her vielleicht. Aber Vielleicht Maximum 100 oder 150. Kommt drauf an, ich wie. glaube, das kommt ungefähr so hin. Je nachdem, wie groß die Familie auch ist. Und dann, aber nicht mehrere tausend Leute. Das wäre schon zu viel. Okay. Aber dann sind die Hochzeiten ja auch riesengroß. Ja, genau. Also ich glaube, da hat man vielleicht bei uns nochmal eine persönlichere Entscheidungsfreiheit. Dann, also dass man sagt, ach nee, so ein kleiner Rahmen sein oder ein großer, und dann ist es auch okay, glaube ich. Normalerweise nicht so, dass man Hochzeiten so groß feiert, dass man, 2000 Leute einlädt. Im kleineren Rahmen, manche sogar nur mit der Familie oder mit guten Freunden. Manche feiern es ein bisschen größer, aber dass man jetzt irgendwie das ganze Büro einlädt, ist eigentlich untypisch. Ternyata yang diundang orang Jerman adalah beberapa orang atau beberapa kategori yang melekat di hati, yang menurut mereka dekat, yang menurut mereka akrab, ya diundang, yang enggak, meskipun pernah satu kelas lah, pernah satu tempat kerja lah, satu kantor lah, nggak diundang. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian setuju? Dan orang Jerman itu kalau mengundang orang ternyata nggak banyak-banyak loh guys, cuman maksimal 150 itu udah banyak banget. Kalau misalnya kalian dapat manfaat dari video ini, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa komen. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.